Ja, moinsen. Wir fahren hier in Polen und da unterhalten wir uns jetzt mal über die Fahrverbote. Ich habe ja neulich schon ein Video gemacht über Fahrverbote in der Tschechei. Ja, und heute schauen wir uns die Sache mal in Polen an. Also in Polen gibt es jetzt nicht, so wie in Deutschland, das Sonntagsfahrverbot von 0 bis 22 Uhr. Aber es gibt in der Ferienzeit und an Feiertagen ein Fahrverbot. Und jetzt schauen wir uns erstmal das Feiertagsfahrverbot an. Das gilt an allen polnischen Feiertagen und ja, die polnischen Feiertage, die kann ich jetzt auswendig auch nicht aus dem Kopf erzählen, aber die kann man, also ich empfehle dazu diese Fahrer-App, die verlinke ich unten in der Beschreibung. Das sind die Feiertage dann im jeweiligen Jahr immer angegeben und mit dieser Fahrer-App, da hat man auch die Fahrverbote von anderen europäischen Ländern, die man da ablesen kann. Da klickt man auf das jeweilige Ländersymbol und dann wird das angezeigt. Na, und das finde ich ganz praktisch, ganz gut. Und diese Fahrer-App, die kann man runterladen. Natürlich ist die kostenlos. Und kostenlos bedeutet natürlich, dass Werbung dabei ist, ist klar. Aber ich habe da jetzt gute Erfahrungen gemacht damit und ich empfehle die auch deshalb weiter. Und jetzt reden wir mal hier davon, also die Feiertage, die polnischen, das sind natürlich auch so Feiertage, die sie bei uns auch gelten, wie Neujahr, Ostern, 1. Mai, Pfingsten, Fronleichnam, also die ganzen katholischen Feiertage, ne, weil Polen ist überwiegend katholisches Land. Und dann natürlich noch polnische Nationalfeiertage. Ne. Aber wie gesagt, die könnt ihr ja in der Fahrer-App erfahren. Und an diesen Feiertagen, da gilt ein Fahrverbot von 8 bis 22 Uhr, also nicht so wie in Deutschland von 0 bis 22 Uhr, sondern von 8 Uhr bis 22 Uhr. Und die Besonderheit ist jetzt die, dass in Polen am Tag zuvor abends von 18 bis 22 Uhr auch noch Fahrverbot ist. Das liegt daran, dass halt die Polen dann nach der Arbeit zu ihrer Familie fahren, Verwandtschaft besuchen und so, und da ist halt dann da viel Verkehr. Und deshalb gilt da am Tag also am Vorabend vor einem Feiertag dann auch ein Fahrverbot von 18 bis 22 Uhr. Und in der Ferienzeit von 1. Juli bis 31. August, und wir fahren jetzt, heute ist jetzt der 2. August oder der 3. August, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber ist ja auch egal, wie ihr das Video seht, es ist ein anderer Tag. Aber wir fahren jetzt hier im August und im August gilt zusätzlich ein Feiertag, ein Fahrverbot am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 8 bis 14 Uhr. Oh, da ist viel Stau. Oh, da ist viel Stau. Richtung Deutschland ist viel Stau. Die kontrollieren heute wieder. Also jetzt noch einmal, jetzt bin ich von dem Stau abgekommen. Also am Freitag in der Ferienzeit von Juli bis August, von 1. Juli bis 31. August gilt in Polen an Freitagen von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 8 bis 22 Uhr ein Fahrverbot. Und jetzt muss man aufpassen, sollte jetzt der Samstag zufällig ein Feiertag sein, dann gilt das Fahrverbot am Samstag dann natürlich nicht bis 14 Uhr, sondern bis 22 Uhr, weil man ja am Feiertag bis 22 Uhr hat. Ne? Ja, und wer ist jetzt davon von diesem Fahrverbot betroffen? Es sind nur Fahrzeuge betroffen,
der Fahrzeugklasse N3. Die Fahrzeugklasse steht im Fahrzeugschein im Feld J. Und zu den EU-Fahrzeugklassen habe ich schon mal ein Video gemacht, den verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Und N3, das bedeutet also Fahrzeuge zur Güterbeförderung ab 12 Tonnen. Das heißt, ich mit meinem Truck hier falle noch nicht drunter, weil meiner ist ja N2. Aber es gibt noch was zusätzlich zu beachten, nämlich auf zweispurigen Autobahnen und Schnellstraßen, also mit 2 Fahrspuren in einer Richtung, gilt für die Fahrzeugklassen N2 und N3 und alle Fahrzeugkombinationen über 7 Meter Länge ein Überholverbot. Also wenn ihr jetzt mit Pkw und Wohnwagen unterwegs seid und ihr habt damit mehr als 7 Meter Länge, dann dürft ihr da auch nicht überholen. Und ansonsten alle Gespanne also alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen auf zweispurigen. Wenn du jetzt eine Autobahn hast mit 3 Fahrspuren in einer Richtung, dann darfst du überholen, aber nur auf den rechten beiden Fahrspuren. Also du darfst nicht auf die dritte, das ist wie bei uns auch. Ne? Aber da musst du drauf aufpassen, weil dieses Überholverbot ist nicht extra ausgeschildert, sondern das gilt ja allgemein. Das heißt, wenn du über die Grenze fährst nach Polen, ja, an der Grenze könnte vielleicht ein Hinweisschild stehen, das ist mir noch nie aufgefallen, da habe ich noch nie drauf geachtet. Aber auf polnischen Autobahnen mit nur 2 Fahrspuren in einer Richtung und Schnellstraßen auch, gilt ein Überholverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Und Anhängergespanne über 7 Meter Länge, was natürlich dann auch PKWs betrifft. Und darauf muss man aufpassen, weil die haben natürlich da Kameras auf den Autobahnen auch, fest stationierte Kameras, und wenn die euer Kennzeichen aufnehmen und ihr seid da fleißig am Überholen, im Überholverbot, na, dann kommt ein Bußgeldbescheid, der kommt auch nach Deutschland. Wie teuer das genau ist, kann ich jetzt nicht sagen, ist mir noch nicht passiert. Aber im Allgemeinen sind die Strafen dann doch ein bisschen empfindlicher als wie in Deutschland. Ne? Außer halt Punkte kriegt man keine, ne? Wenn man hier in Polen was falsch macht als Deutscher, kriegt man in Flensburg keine Punkte. Ne? Aber es wird natürlich, das Bußgeld wird trotzdem einkassiert, wenn es über 80 ist. Da gibt es ein Abkommen, Bußgelder über 80 € werden auch in Deutschland vollstreckt vom Ausland, also vom EU-Ausland. Das ist quasi überall, das ist jetzt nicht nur polnisch-spezifisch, sondern das betrifft auch andere EU-Länder. Da hat man also da entsprechende Regelungen getroffen. Also ihr braucht jetzt nicht denken, wenn ihr außerhalb von Deutschland fahrt, dass ihr euch an keine Vorschriften, an keine Verkehrsregeln halten müsst. Ne? Ja, und das war es jetzt eigentlich schon zum Thema Fahrverbot, weil es gibt nicht viel dazu zu sagen, es gibt da nicht viel Fahrverbote. Es gibt noch in den Städten spezielle Fahrverbote, wie zum Beispiel in Warschau und in Wrocław. Da gibt es Verbote für große LKWs und Gespanne, aber die werden jetzt zu detailliert, um da jetzt auch im Video genau drauf einzugehen. Und da empfehle ich euch jetzt wieder diese Fahrer-App. Da ist das alles beschrieben dann. Da könnt ihr es in Ruhe nachlesen. Und dann
Wünsche euch allzeit gute Fahrt und tschüss.